Bei jedem Wetter ist Thomas Berges mit seiner Hündin Luna unterwegs. Der 52-Jährige arbeitet als Erzieher in Offenbach. Er denkt an nichts Schlimmes, als er beim Laufen Schmerzen im rechten Bein bekommt. Stichartige Schmerzen, so wie Stromschläge. So, zack, und dann was ist los? Und dann wieder massiert. Und Tag für Tag wurde dieser Schmerz, der so stechend war, immer schlimmer. Er ahnt nicht, dass sein Bein nicht mehr gut versorgt wird. Er hat eine Erkrankung, die sonst eher ältere Menschen trifft, die sogenannte Schaufensterkrankheit. Bei Thomas Berges ist eine Arterie in der Leiste stark verengt. Ablagerungen haben die Arterie so verändert, dass eine Arteriosklerose entstanden ist. Dadurch ist die Blutversorgung von Bein und Fuß gestört. Das Sauerstoffangebot vermindert. Bemerkbar macht sich das durch Schmerzen und häufiges Stehenbleiben nach ein paar Metern. Wird das nicht behandelt, heilen auch kleine Wunden nicht mehr und im schlimmsten Fall kann Gewebe absterben. Thomas Berges ahnt nicht, wie gefährlich seine Beschwerden sind. Über Monate geht er nicht zum Arzt. Er nimmt Schmerzmittel und geht weiter arbeiten, bis seine Chefin einschreitet. Meine Schmerzen wurden immer unerträglicher. Beim Gehen, bei der Arbeit. Und dann hat meine Chefin gesagt, so, ich habe einen guten Arzt, da gehst du jetzt hin. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann ging das Ganze rasend schnell. Ja, von 3-4 Tagen überweise zum Ärztehaus, von da aus ins Krankenhaus. Nur nach Vorversorgung noch. Und dann war ich dann im Krankenhaus. Den Ärzten ist klar, dass sein Zustand ernst ist. Thomas Berges wird sofort ins Sana-Klinikum Offenbach überwiesen, zu dem Gefäßspezialisten Professor Arend Billing. Voruntersuchungen wie Angiografie und Röntgen des Fußes hat Thomas Berges schon gemacht. Und bei Ihnen ist jetzt sowohl hier oben im Bereich der Beckenschlagader und der Leiste, wie auch die Oberschenkelarterie komplett verstopft. Deswegen ist die Durchblutung so schlecht. Professor Billing macht einen Ultraschall und untersucht den Fuß ganz genau und er findet kaum noch Puls im Bein. Man sieht hier die veränderte Kurve und hier oben, wo eigentlich das Gefäß zum Bein runterziehen sollte, nur noch dieser schwache blaue Punkt, der da vor sich hin tickt. So, Herr Berges, Sie haben es ja jetzt mitverfolgt. Das Gefäß ist wirklich komplett verschlossen hier am Oberschenkel. Das heißt, es ist jetzt dringlich. Wir müssen wirklich sehr dringlich hier einen Bypass schaffen, um die Blutversorgung wieder ins Bein zu bekommen, um den Fluss wiederherzustellen. Ihr Bein ist in Gefahr. Er bekommt sofort Antibiotika, denn ihm droht eine Blutvergiftung. Und seine Zehen sind mehr als nur entzündet. Man wird eine Operation machen müssen, indem man einen Teil des Gefäßes mit dem Ballon durchputzt, aber zusätzlich einen Bypass anlegt. Und der eine Zeh, der 4. Zeh, der ist jetzt schon nicht zu retten. Das ist einfach zu lange gewesen, jetzt die Zeit, wo der gelitten hat. Bei der Operation wird ihm eine Vene aus dem Arm entnommen. Diese wird präpariert und als Ersatz für seine völlig verstopfte Arterie ins Bein eingenäht. Und schließlich sind 2 Zehen nicht mehr zu retten und müssen amputiert werden. Nach der OP bekommt Thomas Berges weiter Antibiotika und Blutverdünner. Nur wenn der Bypass funktioniert, kann die Wunde am Fuß heilen. Häufig muss erneut amputiert werden. Doch nach 3 Monaten sieht es gut aus. Aber im Großen und Ganzen habe ich Glück und Unglück gehabt. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn sowas ist, rechtzeitig zu gehen. Thomas Berges muss jetzt regelmäßig zur Kontrolle, denn auch der Bypass kann sich zusetzen. Künftig wird er keine Kontrolle mehr versäumen. Gut, aber das ist in Ordnung. Und oben in der Leiste hatten wir es schon gesehen, das ist auch gut. Und Hündin Luna freut sich auch. Herrchen kann endlich wieder richtig laufen. Tja, mit einem blauen Auge davongekommen, könnte man sagen. Hier ist der Arzt von Thomas Berges. Schönen guten Abend, Professor Arend Billing, Chefarzt und Leiter des Gefäßzentrums am Sana-Klinikum Offenbach. Herzlich willkommen. Guten Abend. Herr Professor Billing, wen betreffen solche Gefäßerkrankungen und was sind Alarmsignale, die einen hellhörig machen sollten? Wir sprechen von arteriellen Gefäßen, Blutzufluss zum Bein und wir sprechen im Wesentlichen von Arteriosklerose. Das sind Veränderungen, die sich langsam übers Leben bilden, auf einer Vielzahl von Risikofaktoren. Das heißt, meine Patienten sind reifere Menschen, ältere Menschen, kaum jemand unter 60.
Es betrifft etwas mehr die Männer als Frauen und es betrifft kaum jemals Patienten, die keine erkennbaren Risikofaktoren über viele Jahre haben. Genau, über die sprechen wir gleich. Sagen Sie erst mal, was sollte mich hellhörig machen lassen, wenn ich was bemerke? Man hat es im Film sehr schön gesehen. Die ersten Symptome sind Schmerzen beim Laufen. Man muss stehen bleiben, kann wieder weiterlaufen. Schaufensterkrankheit sagt man deswegen. Schau mal das schöne Schaufenster, damit man stehen bleiben darf, bis der Schmerz wieder weggeht. Verstehe. Welche Risikofaktoren gibt es? Risikofaktoren, gut bekannt. Jeder, der das Problem hat, weiß es. Rauchen ist der zentrale Risikofaktor, weil man ja eigentlich auch selber was dran ändern könnte. Darüber raus aber Zuckerkrankheit, Stoffwechselstörungen, familiäre Veranlagung. Das sind so die Hauptparameter. Jetzt habe ich Sie, glaube ich, eben bei den Alarmsignalen richtig doof unterbrochen, ne? Sie wollten, glaube ich, noch was sagen. Was kann es noch sein, außer Schmerzen in den Beinen? Ja, ich wollte unbedingt den nächsten Schritt noch sagen, weil der nächste Schritt sind dann Gefühlsstörungen oder Dauerschmerzen. Und der nächste Schritt sind dann Wunden, die nicht mehr abheilen, Zehen, die plötzlich schwarz werden, sich verfärben. Und das ist dann das letzte Alarmsignal, wo man noch die Chance hat, zumindest das Bein zu retten, wenn schon nicht einen einzelnen Zeh. Ja, und dann sagen Sie ja noch, ein ganz großer Risikofaktor ist jetzt im Moment, dass die Leute nicht zu den Kontrolluntersuchungen kommen. Also auch zum Teil nach Prozeduren, die schon durchgeführt worden sind oder eben zu Vorsorgeuntersuchungen. Ja, das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, eben diesen Zirkel zu durchbrechen. Das heißt, diejenigen, die die Symptome haben, verspüren, so wie unser Patient, die möchten doch bitte kommen. Aber auch die Patienten, bei denen wir filigrane Bypässe angelegt haben oder Rekonstruktionen gemacht haben, die kontrollbedürftig sind, dass die zu ihren Kontrolluntersuchungen auch wieder kommen. Gibt es denn eigentlich irgendwelche Check-up-Untersuchungen, wo die Gefäße untersucht werden? Nur sehr bedingt und auch eigentlich nur, um die allgemeinen Risikofaktoren zu klären und zu behandeln. Durchblutungsstörungen am Bein werden nur behandelt, wenn sie Symptome machen. Okay. Ein Patient, der keine Schmerzen, keine Beschwerden hat, der wird weder von mir als Gefäßchirurgen noch vom Radiologen mit Gefäßkathetern behandelt werden. Da würde ich jetzt als erstes aber mal zum Hausarzt gehen und der würde mich dann wahrscheinlich an Sie weiterleiten. Ja. Es gibt eine Check-up-Untersuchung, die Sie uns trotzdem ans Herz legen wollten. Also wahrscheinlich jetzt nicht mir, sondern eher den Herren, ne? Ja. Wichtiges Thema, das ist das Bauchaortenaneurysma, weil das diese Aussackung der Arterie keine Symptome macht. Das heißt, das muss man erkennen, bevor das Ding platzt. Und das sollte man rechtzeitig untersuchen. Dafür gibt es ja auch diese Vorsorgeuntersuchung für Männer über 65. Einmal Ultraschall draufhalten, gucken. Wer es dann nicht hat, der kriegt es auch nicht mehr. Oh, das ist gut. Ja, das geht hat ja. Das hat was, genau. Wie ist es bei den anderen Kontrollen? Können Sie die im Moment alle wahrnehmen oder haben Sie da tatsächlich auch durch Covid Engpässe in der Klinik? Wir kommen Gott sei Dank bislang noch rum mit gewissen Wartezeiten. Das Problem ist also nicht unser Kapazitätsmangel, sondern das Problem ist, dass die Patienten nicht kommen. Und die möchten, kriegen zeitnah Termine, wenn sie Symptome haben. Wenn sie Routineuntersuchungen haben, dann kann es im Moment etwas länger dauern. Okay, und diese Kontrolltermine, um es noch mal ganz klar zu sagen, sind wichtig, um Amputationen zu verhindern oder Schlimmeres. Und um einen so schönen Bypass, wie wir ihn hier gebastelt haben, auch offen zu halten. Weil wenn der erst bald zu ist, verschlossen ist, kann man ihn nicht mehr reparieren häufig. Man muss merken, wenn er sich langsam zusetzt und dann behandeln. Das ist der Punkt. Haben wir verstanden. Dankeschön, Herr Professor Billing. Hoffentlich kommen jetzt alle zu Ihnen zur Kontrolle. Danke.